Kürzere Öffnungszeiten. Auch bei uns in der Nähe, da sind viele Restaurants, die nur wenige Tage offen haben in der Woche. Kleinere Speisekarten. Ja, ich war am Dienstag hier, da gab es keine Haxe. Und mein Sohn ist extra gekommen wegen der Haxe. Und Bestellung per Handy. Ich finde es auch schöner, wenn man Kontakt zum Personal hat. Personalmangel im Restaurant. Max zeigt, woran sich die Gäste künftig gewöhnen müssen. Max im Alt-Oberursler Brauhaus von Thomas Studanski. Personalmangel auch hier. Er hat früh reagiert und viele Studenten und Schülerinnen eingestellt. Sie sind zwar keine Fachkräfte, trotzdem kann er so die Sommerzeit einigermaßen überbrücken. Wir haben 9 festangestellte Servicemitarbeiter und wir stellen jedem Servicemitarbeiter immer auch einen Schüler zur Seite und versuchen über Kommunikation die so schnell wie möglich auszubilden. Mit viel Spaß in der Hoffnung, den einen oder anderen für die Gastro zu gewinnen. Denn das ist gar nicht so einfach. Deshalb hat er die Löhne angepasst, was auch die Gäste zu spüren bekommen. Und das müssen wir weitergeben und das wird bei den Leuten deutlich zu spüren sein. Es wird natürlich gemurrt. Ich erkläre aber auch, dass es ja nicht darum geht, dass ich mir jetzt irgendwie die Tasche voll mache, sondern dass es wirklich darum geht, gute Mitarbeiter zu bekommen, die Mitarbeiter gut zu entlohnen. Höhere Preise sind das eine, doch diese Maßnahme reicht noch nicht. Teilweise musste er zuletzt mehrere Tische im Biergarten wegstellen, weil einfach nicht genug Personal da war. So konnte nicht jeder Platz nehmen, der gerne wollte. Außerdem wurde die Auswahl des Essens angepasst. Also kleinere Speisekarte haben wir auch gemacht, weil wir mussten einfach darauf reagieren. Wir haben einmal den Mitarbeitermangel im Servicebereich, aber natürlich auch in der Küche, im Bankett, in den Absprachen, im Büro. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn unter Umständen weglassen, haben uns aufs Kerngeschäft projiziert. Ganz anders geht das Restaurant Chez Mamie in Wiesbaden mit dem Mitarbeitermangel um. Nathalie Henrichs Gäste sollen nicht merken, dass Personal fehlt. Karte verkleinern oder Ruhetage einführen kommt für sie nicht in Frage. Zu viele Liebhaber, auch von weiter her, kommen extra für die ausgewählten Meeresfrüchte und französischen Spezialitäten. Wenn ich die markanten Sachen runternehmen würde, dann würde es schon fehlen. Das wäre ja das Flair oder die Atmosphäre war ja eine ganz andere. Also ich wollte jetzt nicht eine andere Speisenkarte haben, die ich habe. Ja. Die unterscheidet sich schon sehr von anderen Speisenkarten. Lieber kompensiert Nathalie Henrich die fehlende Arbeitskraft selbst in allen Bereichen. Wenn ich dann nicht in der Küche bin, bin ich halt im Service. Also ich bin quasi rund um die Uhr, ist man immer hier und versucht die Lücken zu füllen, wo einer fehlt. Außerdem möchte sie den Arbeitsplatz attraktiver machen. So alte Mitarbeiter halten und neue gewinnen. Leitende Angestellte sollen künftig zum Beispiel einen kleinen Dienstwagen bekommen. Für diejenigen, die Eltern sind, hat sie sich etwas Besonderes überlegt. Ich möchte Ihnen bieten ein bisschen Entlastung, dadurch, dass ich angefragt habe in einer Privatschule, ob ich die Kinder meiner Mitarbeiter vielleicht da unterbringen kann, dass ich diese Schule bezahle. Wenn dann meine Mitarbeiterinnen nach Hause kommen, dann können sie ganz entspannt Freizeit machen mit ihren Kindern. Aktuell könnte sie hier 2 weitere Mitarbeitende im Service und 2 in der Küche gebrauchen. So oder ähnlich ist die Situation aktuell in vielen Betrieben in Deutschland. Rund 60% aller Hotels und Gaststätten in Deutschland suchen laut einer aktuellen Umfrage Personal. Der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA geht davon aus, dass in Hessen aktuell 12.000 Gastro-Mitarbeitende fehlen. So werden auch im Flair-Hotel Werbetal am Edersee Mitarbeiter gebraucht, erzählt Inhaber Christian Gerlach. Gerade der Betrieb im Restaurant kann aktuell nicht so laufen wie normal. Da ein Koch fehlte, hat Christian Gerlachs Tochter sogar eine Ausbildung zur Köchin begonnen. Wir müssen einfach sehen, dass wir mit dem Stundenpotenzial, was wir beim Personal haben, zurechtkommen. Und deswegen mussten wir die Küchen- und Restaurantzeiten entsprechend verkürzen. Das sehen viele Gäste auch ein, weil sie sagen, wir sind froh, wir kriegen überhaupt noch etwas. Abends wird nicht mehr bis 21 Uhr gekocht, sondern nur bis 20 Uhr, um das Personal zu entlasten. Außerhalb der Sommerferien bleibt unter der Woche mittags die Küche geschlossen. Das alles mit kleinerer Karte.
Wenn sich das hier auf dem Arbeitsmarkt nicht ändert in der Gastronomie, dann werden sich die Gäste daran gewöhnen müssen, so traurig das ist. Ihm ist es wichtig, dass weiterhin ein Angebot besteht. Sonst hat er Sorge, dass die Gäste gerade in Ferienregionen wie bei ihm am Edersee ausbleiben. Wir machen hier Werbung für eine Wander- und Radfahrerregion und es kommen auch meistens Wanderer und Radfahrer hierher. Und wenn die nirgends eine gastronomische Einkehrmöglichkeit haben in den Ortschaften, dann werden die sagen, es ist zwar eine schöne Gegend, aber du verhungerst. Hier haben die Gäste bislang noch Verständnis. Es geht halt nicht anders. Wenn ich keine Leute habe, ich kann sie nicht zaubern. Das Schnitzmesser kann noch so scharf sein, ich kann gutes Personal nicht schnitzen. Das muss da sein. Ja, und man muss einfach gucken vorher, wer hat auf, wer hat zu und ja, dann muss man sich dementsprechend anpassen. Oder man macht es wie Thomas Studanski im Alt-Oberurseler Brauhaus. Er testet gerade seine Antwort auf die Zukunft. Gäste können künftig per QR-Code mit dem Handy bestellen, ganz ohne Kellner. Die Bestellungen werden dann zum Tisch gebracht. Es muss einfach möglich sein, auch in der Gastronomie bestimmte Dinge zu automatisieren. Bevor man gar nicht mehr weggehen kann und nichts zu trinken gibt, ist es eine Lösung, um halt den Betrieb weiter lukrativ halten zu können. Wenn das Handling einfach ist, absolut okay. Und wenn der Personalmangel anhält, ja sowieso. Der Personalmangel macht sich nicht nur für die Betriebe bemerkbar, sondern auch wir Gäste werden uns über kurz oder lang an einige Veränderungen gewöhnen müssen.